Und somit herzlich willkommen, meine Hübschen, hier zu einer kleinen Folge The Rangers in the South. Ich habe es hier mal aufgerufen. Ist ein Spiel, was mir die Entwickler zur Verfügung gestellt haben. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Kostet keine 4 Euro, also billiger als ein Döner, wie ich gestern feststellen durfte. Bei uns kostet ein kleiner Döner 7 Euro. What the fuck? Aber gut, kommst du nicht drum herum. Und, achso, ich muss meinen Gain ein bisschen leiser drehen. Warte. So ist hoffentlich besser. Haha. Und ja, ein Spiel, was irgendwie so eine Mischung zwischen Diablo und, warte mal, ich zieh's mal ganz kurz hier hin. Dann kann ich das nämlich auch maximizen. So, dann solltet ihr das sehen, denke ich. So, warte mal, ich zieh erstmal. So. So, gucke mal, seht ihr auch ein bisschen was. Genau. Rangers in the South ist ein Spiel, ich sag mal, eine uneheliche Tochter von Diablo und Vampire Survivors, also klassisch Roguelike. Und was machen wir hier? Wir erstellen Char, wir haben verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Klassen, die wir spielen können. Das Spiel ist natürlich noch Early Access, also Early Access, und wird von einem einzigen Entwickler programmiert, der aber echt richtig krass reinhaut. Also irgendwie kommt gefühlt jeden Tag ein Update. Er geht sehr stark auf die Community ein, hat innerhalb von einer Woche irgendwie schon 5, 6 neue Funktionen, die sich gewünscht wurden, reingepatcht. Also muss man sagen, sehr aktives Kerlchen. Für 3,99 kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ich selbst habe jetzt hier eine Playtime, ich weiß, irgendwo steht das wahrscheinlich auch. Ich schätze mal so 5, 6 Stunden oder. Ach nee, hier 3 Stunden, okay. Kommt mir länger vor. Aber 3 Stunden ist auch in Ordnung. Und ja, hier seht ihr mal so ein bisschen das Video dazu, wo es hingeht. Ihr habt eine Welt, die, ja, ist jetzt nicht zufällig generiert. Also ist Open World erstmal oder so weit Open World, ne? Und habt verschiedene Dungeons, die sich aktuell noch sehr ähneln, ne? Ansonsten, mit jedem Level-Up habt ihr klassischerweise wie beim Survivors-like eine Auswahl zwischen verschiedenen Perks oder Fähigkeiten. Und so gestaltet ihr wirklich jeden Run unterschiedlich. Wenn ihr sterbt, das ist mir noch nicht ganz bewusst, verliert ihr Gold. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Aber ansonsten geht der ganze Fortschritt verloren. Also ihr fangt wirklich von null an. Außer aber ihr saved euch Equipment, was natürlich über eine Truhe möglich ist in der City. Aber das ist so einfach mal ganz kurz vorweggenommen. Das erschließt sich gleich. Ihr seht das mal ein bisschen, ne? Genau, Offenlegung, ganz wichtig, er ist da transparent. Teilweise, die Workflows hat er mit KI generiert. Hier und da sind ein paar Sprites dabei, die auf KI vermuten lassen. Aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, okay, das hat jetzt hier irgendwie der 12-jährige Hubert zu Hause im Kinderzimmer mit KI programmiert. Ganz weit weg. Also macht einen charmanten Eindruck. Grafisch hier so ein bisschen wie Path of Exile. Ach, nicht Path of Exile, das wäre schön. Grafisch so ein bisschen wie Octopath Traveler, das wollte ich sagen. Und ja, gefällt mir. Ich dachte, wir schauen uns das hier mal an. Nochmal vielen Dank, lieber Entwickler, dass du mir das Spiel auf Anfrage, also ich habe angefragt, ne, zur Verfügung gestellt hast. Und ja, wir springen jetzt hier einfach rein, schließen und speichern, Spiel spielen und wir laden. Ich habe natürlich ein bisschen Progress. Ich habe mir hier klassischerweise ein Krieger erstellt. Ich hatte erst Mage, aber Mage ist halt echt schwierig. Ich bin halt eine Frontsau, ne? Ich gehe immer direkt nach vorne. So, was seht ihr hier? Ich move mal ganz kurz meine Kamera, dass ihr das auch seht. Webcam, moven wir mal hier rüber. So. Genau, also, hier habt ihr so 4 Keulen, ne? Mit F, hier gibt es Tiere, die könnt ihr erlegen, mit 2 Schuss sind die down, damit sammelt ihr Fleisch. Das heißt, wenn ihr mal Low HP seid oder essen müsst, einfach F drücken, dann nehmt ihr das Zeug zu euch, ne? Ansonsten 404 Leben habe ich hier. Es gibt auf der Welt verteilt so kleine Schreine, die man anklicken kann. Die gewähren euch 10 permanentes Leben. Also auch wenn ihr sterbt, gehittet seid, whatever, behaltet ihr das Leben, ne? So könnt ihr euch wirklich für jeden Run ein bisschen upgraden, ein bisschen bessern. Und das gibt auch Luft, um hier einfach die ganze Map zu erkunden. Ich gehe mal eben in die Map rein. Ach, doch kann man hier. So, da seht ihr so ein bisschen, was ich bis jetzt erkundet habe. Die Welt ist jetzt nicht riesig, ne? Also wie gesagt, ist halt Early Access. So, diese Bereiche gibt es bis jetzt, das habe ich erkundet, entdeckt. Und ja, magische Steine 9 von 30. Okay, da fehlen noch ein paar. Verliese gesäubert 8 von 15. Genau. Und Wegpunkte 4 von 6. Also 2 Wegpunkte können wir noch finden. Hier seht ihr, die Dungeons sind fest verankert. Ne, hier seht ihr die, wie nennen die sich hier? Magischen Steine. Auch die sind fest verankert. Die sind nicht random. Und von daher ist das, ja, relativ schnell ablaufbar. Ansonsten, Versteck ist meine Truhe, ganz klassisch. Hier kann ich mir Equipment, was ich so im Run farme, ihr seht, es gibt verschiedene Items. Von Common, Magic, Legendary, alles vorhanden. Die findet ihr nach und nach, könnt ihr ausrüsten. Ansonsten gibt es auch einen Schmied, auch der hat ab und an Legendaries. Also es lohnt sich wirklich hier mal reinzuschauen.
Ja, und ansonsten seht ihr hier meine Waffe aktuell. Ich bin jetzt komplett auf Magic. Mir fehlt halt einfach irgendwie das passende Legendary. Was aber nicht schlimm ist, muss ich gestehen. Das passt, das ist in Ordnung. Also ich komme hier super voran. Und bin jetzt aktuell Level 15. Tränke, ganz wichtig. Ihr findet Tränke in Kisten. Manche Drops, also es gibt auch Monster, die droppen. Oder aber auf der Map verteilt findet ihr Pflanzen. Ne, die sammelt ihr ein. Verbrauchen auch kein Inventarspace. Das heißt, ihr habt hier unten diesen kleinen Trigger oder diese kleine Auflistung. Ich habe jetzt zum Beispiel 9 von diesen hier. Dann könnt ihr mir jetzt hier Tränke machen. 1, 2, 3, so. 4 Tränke, ganz wichtig, Tränke sind wirklich elementar. Die müssen wir haben, liebe Leute. Und somit geht's auch schon los. Hier unten Escape, I, klar, Inventar, M ist Karte. Dann haben wir hier die Skills. Die kann man eigentlich schon rebinden. Ich habe mir jetzt aber noch nicht angeschaut. Doch, hier Tastenbelegung. Okay, da kann man die rebinden, wenn ihr Bock habt, ne? Das hat der Entwickler zum Beispiel auch neu hinzugefügt. Das gab es vorher noch nicht vor ein paar Tagen. Also auch, weil die Community es gefordert hat und dementsprechend ist das echt sehr charmant. So, wir laufen hier drüber, kriegen eine Auswahl, wir gehen mal in die ewigen Dünen. Denn hier möchte ich jetzt eine Runde klatschen, in die Hände klatschen. Und ihr seht, ich bin natürlich Nahkampf und kann den jetzt hier mit einem Hit einfach mal aus dem Leben klatschen. So, Skills habe ich verschiedene in der Art, zack, ne, also auch hier sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, was ihr zieht beim Level-Up, variiert das natürlich. Und dementsprechend kriegt ihr hier immer eine andere Auswahl. Und andere Möglichkeiten vor allem. Das heißt, jeder Run gestaltet sich unterschiedlich. Unterschiedlicher Skilltree. Eigene Synergien, die ihr vielleicht finden könnt, aufbauen könnt, nutzen könnt. Das ist ganz cool. Bis dato habe ich übrigens noch kein Equipment gefunden, was irgendwie Sonderstats drauf hat oder so. Keine Ahnung, ob es das gibt. Ich vermute aktuell noch nicht, aber wie gesagt, der Entwickler ist ganz fleißig, ist ein fleißiges Bienchen. Hier haben wir den Death Counter. Das heißt, umso mehr wir killen, kriegen wir im Nachgang halt auch ein, ja, Bonus-EP einfach, ne? Was ganz cool ist, weil das ist echt viel, das macht sich bemerkbar. Wir brauchen 1500 und je nachdem wie viel, guck mal, jetzt habe ich bekommen, 225 extra, on top, ne? Das ist schon geil. Jetzt muss ich mir einmal einen Trank reinhauen, ihr habt es gesehen. Melodie übrigens super angenehm, wie ich finde, also das macht echt Bock. Geht auch nie auf den Sack irgendwie. Hast du ja ganz oft bei so kleinen Spielen, Indie-Games, dass dann irgendwie so nach 5 Minuten du denkst, Alter, die Musik kann jetzt auch mal aufhören, ne? Das ist hier nicht der Fall. So, wir kriegen hart auf die Fresse, ich weiß gar nicht warum. Wir müssen uns ein bisschen mehr concentraten hier. Gut, dass wir gerade noch ein paar Tränke geklaut haben hier. So. Okay, Fünferkette. Oder sind, Schuhe. Nehmen wir natürlich mit. Drachenstiefel. Ja, gut, da sind unsere jetzt noch ein bisschen besser, da können wir darauf verzichten. Unser Leben heilt sich übrigens auch automatisch. Auch das kann man nochmal extra leveln, ne, beziehungsweise durch gewisse Perks freischalten, dass man sich höher levelt. Habe ich die schon angeklickt? Nee, ne? Ein neuer Stein. Permanenter Bonus von 10 Lebenspunkten für alle Charaktere. Nice. Okay, hier müssen wir einmal Rambazamba machen. Gold, ihr seht es, die Gegner droppen Gold. Ihr könnt Equipment verkaufen, um Gold zu finden. Oder aber Kisten in Dungeons zerschlagen. Auch damit findet ihr Gold, ne? So dass ich jetzt hier 2000 Gold ungefähr habe. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Gold einzulagern. Was ich schade finde, ne? Weil so musst du halt wirklich immer, ja, von vorne anfangen irgendwie gefühlt. Wenn du stirbst. So, 40% Defense. Dann gehen wir mal ins nächste Level, ins nächste Biom. Das Vulkanbiom. Oh. Komm mal ran hier auf den Meter. Oh, guck mal, da ist ein Schwert. Alter, mein Skill haut echt weit rein, ne? Eine weitreichende Wirkung, möchte ich sagen. Sehr nice, gefällt mir. So, nimm das mal mit. Und ich würde gerne mal ganz kurz gucken. Übrigens, ich muss hier über 10 bleiben, weil ich habe einen Perk gewählt, dass ich für jedes Fleischstück, was ich im Inventar habe, kriege ich eine Verteidigung dazu. Aber gecapped auf 10. Das heißt, nur bis zu 10 lohnt es sich. Na, also immer ein bisschen Puffer einplanen. Was haben wir denn hier? Fireblade. Cool, nice. Bringt uns aber nichts, weil der DPS, also Damage per Second, hier niedriger ist. Ne? Also das ist so der Wert, wo ihr euch dran langhangeln könnt. Moin Morg! Ne, DPS, Damage per Second. Ihr seht, habe ich hier gerade aktuell 47,09. Das ist so eigentlich der Richtwert. Ne? Daran seht ihr ganz gut, okay, ist das Stück Item, das Stück Equipment, was ich da gerade gefunden habe, besser oder nicht. Natürlich noch abhängig dann auch von Attack Speed und so was. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob sich das hier sogar direkt mit verrechnet. Also umso mehr Attack Speed, umso höher der DPS. Würde logischerweise Sinn machen. Ich weiß aber nicht, ob das hier triggert.
So, die Pflanze nehmen wir mit, weil wir haben gerade gesagt, jetzt kommt dieser Scheißsturm. Wir haben gerade gesagt, unsere Pflanzen, die bringen uns halt Tränke, ne? Können wir einlösen. Die 1000 Schritte. So, hier sieht natürlich ein bisschen härter schon. Das ist das nächste Biom, aber auch für mich hier. Ich bin Big Babbo. Aufpasse, ne? Aufpasse, hier kannst du runterfallen. Wollen wir nicht. So, komm mal her, hier, komm mal ran. Bis jetzt ist es Singleplayer. Ich vermute auch, dass da jetzt langfristig, mittelfristig kein Multiplayer kommen wird. Einfach weil der Content es nicht hergibt, ne? Ich glaube, nach guten 5-6 Stunden hast du es aktuell durch. Oh, wir müssen mal einen Trank nehmen. Okay, jetzt wird es hier risky. Kannst du bitte dahin? Meine Fresse, ey. So, Tränke sind alle. Boah, die hauen echt böse rein hier. Die hauen böse rein, die Bösen. Okay, hier ist das echt nur eine Nummer zu viel für uns. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil ich habe keinen Trank mehr. No! Wir gehen mal hier. Oh, nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Dieser Char war jetzt ungefähr 2,5 Stunden alt. Ich hab ihn zerlegt. Ja, fangen wir das Spiel mal von vorne an, wie ihr seht. Zauberstab, Schwert und Bogen oder Axt und Schild. Ja, Alter, kein Plan. Wir nehmen mal... Schwert und Bogen hatte ich halt noch nie, ne? Ich weiß nicht, habe ich dafür Equipment? Wir haben hier ein bisschen was, aber... Ach, guck mal, doch, hier, Level 1. Nice. Level 1 Legendary, 10 DPS. Das nehmen wir doch mal, komm. So, dann kann der weg. Schwert und Bogen. Ja, haben wir sonst irgendwas Level 1 hier? Ich schau mal eben. Ein Filter wäre noch nice, ne? Dass er hervorhebt, welche Items ich tragen kann. Habe ich jetzt hier nicht. Ich habe aber nicht mein komplettes Gold verloren, was gut ist. Das heißt, wir können es jetzt hier rudimentär ein bisschen upgraden und schauen. Warte mal, hier 9 Gold, ey. Das nehmen wir nochmal mit. Boots haben wir. Okay, die sind aber besser hier. Dann nehmen wir die. Das können wir verscheuern. Helmchen. Nehmen wir natürlich mit. Ah, jetzt habe ich das wieder verkauft, ey. Macht natürlich keinen Sinn. Ring 112. Bonusangriff. Komm, nehmen wir mal mit. Haben wir noch irgendwo eine Kette? Ne, aber Brustschutz brauchen wir noch. Magisch? Ne, wir sind nicht magisch unterwegs. Hier, verdammte Hacke. Guck mal hier, das nehmen wir mit. So, was war das denn für ein Cape oder so, ne? Das hier müsste das sein. Aber Stufe 6, das bringt uns hier nichts, leider Gottes. Das bringt uns nichts. Okay, dann fangen wir erstmal an. Und kloppen uns jetzt hier wieder einmal ganz quer durchs Gemüsebeet. Und schauen mal, was so passiert. So. Das machen wir einmal so kaputt. Okay, nice. Boah, der schießt aber echt langsam. Aber du kannst rechte Maustaste gedrückt halten, sehe ich gerade. Das macht es natürlich angenehm. Vielleicht trifft man einfach irgendwas hier. So. Wir brauchen natürlich auch Fleisch wieder. Wichtig, wichtig, ne? Damit wir nicht verhungern hier. So, Level up. Ihr seht's. Ja, jetzt kommt da oben, setzen sie ihr Lager ein. Das heißt einfach nur G drücken. Dann bist du kurz quasi, ja, im Lager-Mode. Danke. Machen wir gleich. So. Wir drücken einmal G. Jetzt haben wir die Auswahl hier. Erhöhte Lebenspunkte, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, Schaden oder Magie. Ich nehme natürlich Angriffsgeschwindigkeit, ganz wichtig. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Perks, die wir auswählen können. Innere Blutung. Lässt zufällig Blutkugeln um dich herum erscheinen. Wenn sie eingesammelt werden, explodieren sie und verursachen 50% Magie und Angriffsschaden. Passiv. Teleportiert sie zu ihrer Mausposition. Wenn du einen Pfeil abschießt, besteht die Möglichkeit, dass du einen zweiten Pfeil abschießt. Auf jeden Fall, Alter. Auf jeden Fall. So. Dann nehmen wir uns hier einmal den Buff mit. So, was haben wir denn da oben? Ist dann... Warte mal, ich muss mal eben schauen. Das... Warte. Beruhige dich. Was ist da oben? Oh, wer bist du denn? Chantal, beruhige dich. Boss. Habe ich den schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Okay. Schauen wir mal. Was hat der? Okay. Level 4. Artikelstufe nennt sich das hier. Ist natürlich jetzt nicht ganz super übersetzt. Aber es geht auf jeden Fall so in die Richtung an Game, muss ich sagen, was mir echt Spaß macht. Weg von diesem typischen
Survivors, ne? Wo du halt echt immer nur eine Runde machst, Level 20 Minuten und irgendwann ist das halt repetitiv, ne? Und das ist hier nicht der Fall. Hier hast du halt wirklich wieder so ein bisschen mehr Roleplay-Game, was ich echt ganz angenehm finde. Lebenspunkte, erhöht Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffsschaden. Angriffsschaden, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, das hätte ich gerne. So, Parcours. Jedes Mal, wenn du springst, erhältst du 2 Sekunden Bonus von Bewegungsgeschwindigkeit. Jeder Schaden gewährt dir 3 Sekunden lang zusätzlichen Angriffsschaden. Jeder Schaden. Schaden, den ich kriege oder Schaden, den ich austeile? Das ist die Frage. That is the question here. Hopp da. Nimm mal mit. Mal da mal ein Trüchen. Ist der lieb? Ach, das ist ein Hund. Ich dachte, das wäre jetzt ein Typ, ey. Mach mal die Truhe auf. Zauberstab. Genau das brauchen wir natürlich für unseren Bogenschützen hier. Ganz klar. Junge! Ihr dürft noch leben. Ihr dürft noch leben. Nein, du stirbst. Okay, wir müssen ein bisschen auf Damage gehen, ne? Unser Damage ist hier irgendwie gefühlt ein bisschen low. Geh mal ins Dungeon, weil da hast du dann immer ganz schöne Belohnung. Oh mein Gott. Wo kommt ihr denn jetzt her? Das Coole ist, dass wir echt noch nebenbei ein Schwert haben, ne? Also für Short Range ist das vielleicht ganz interessant. Ne, vom Damage her profitiert der Bogen natürlich genauso wie das Schwert. Ist beides physischer Schaden. Von daher braucht man jetzt nicht getrennt irgendwie darauf achten, worauf man sich fokussieren möchte. Man nimmt einfach beides mit. Was echt ganz angenehm ist. So. Wunderbar. So, 9er-Kette. Da geht noch was, ey. Da geht noch was. Wenn wir die gleich schließen hier, dann haben wir richtig dickes Level up. Ich weiß gar nicht mal. Maximal war 20, glaube. Boah, hier sind viele Gegner. Das ist natürlich super nice. Oh, wir kriegen unsere Kette auf jeden Fall hin. Noch irgendwo einer? Ah, wir haben ihn nicht bekommen. 131 IP-Bonus, das ist natürlich mega. Auf dem Level. Das ist viel. So, Angriffsschaden, Crit-Chance ist natürlich auch Angriffsgeschwindigkeit. Wenn er Schaden ausweicht, fügt er den Schadensverursacher außerdem einmal Angriffsschaden zu. Gibt 100 Schaden an Gegner zurück. Der Effekt hält 5 Sekunden, das ist ein Skill. Erzeugt zielsuchende Flugkörper auf einen Gegner. Magieschaden. Okay, das ist jetzt nichts für uns. Ich würde eigentlich lieber einmal neu rollen, ehrlich gesagt. Magischer Gladiator. Nach dem Wirken eines Zaubers mit einer Abgezeit von weniger. Okay, das ist nichts für uns. Du lernst schneller und erhöhst den maximal möglichen Wert von Perks um 20%. Das ist eigentlich ganz nice. Das nehmen wir mit. Komm. Wird schon irgendwie was bringen. Die Toten sind auferstanden. Was? Okay. Was seid ihr für eine Truppe da unten, ey? Warte mal, wir gehen mal runter gucken. Was seid ihr denn für eine Vereinigung, Junge? So, wir gehen mal wieder hoch. Haha, ich komme nicht zum Fleisch, verdammte Hacke. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Mein Nasenkratzer. Oh, dich nehmen wir doch mal mit. Dankeschön. Oh, die EP müssen wir natürlich auch mitnehmen, ganz wichtig. Oh, 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 oh. Fast gestorben, ey. Junge. Aber wir können es einfach aus dem Wasser jumpen, was ganz nice ist. Man kann übrigens so kleine Rollen kaufen für 5000 Gold, wenn man so viel Gold hat. Aber man findet sie auch ab und an. Also ich habe bisher nur eine gefunden. Dass wenn ihr sterbt, dann werdet ihr quasi wiederbelebt. Also das heißt ja, ihr könnt euren Char quasi einmal wie Super Mario neu starten. Viererkette. Fünferkette. Da haben wir einen mit erwischt, ey. Das ist natürlich nice. So, Achterkette. Oh, da sind viele Gegner. Uns fehlt jetzt irgendwie noch nicht Skill, den haben wir. Uns fehlt doch, ein Skill fehlt uns. Uns fehlt ein Skill. So, wir sind wieder bei 20. Das ist natürlich mega, ey. Geht mir da keiner anderen Klasse so gut, muss ich sagen.
25. Es gibt doch gleich wieder safe Level Up, ey. Guckt euch das an. 30, 33. Komm, ich will wenigstens 40 schaffen. Level Up. 37. Ja. Okay, das war's, glaube ich. Jetzt ist keiner mehr hier. Ah, 38, ey. Krass. 228 gratis EP. Einfach mal mitgenommen hier. So, Angriffsschaden nehmen wir jetzt mal. Auto-Turret. Alle 3 Sekunden wird ein Pfeil auf eine zufällige... Oh, das ist geil. Das ist natürlich mega. Ey, bloody alte Rakete. Erschreck dich nicht. Nein, das ist ja ein sehr angenehmer Sound, ne? Muss man ja sagen. It's the sound of silence. So, weiter geht's. Wir sind gebufft. Und alle 3 Sekunden... Warte mal. 1, 2... Doch, Tatsache. Aber der Damage ist jetzt... Ist das unser normaler Damage, den wir da raushauen? I don't know. Naturstab. Nice. Was haben wir denn hier? Panzerhemd. Das ist sogar besser. Magischer Schaden. Verteidigung 2. Das ist halt schade, dass das da so ein bisschen überlappt, ne? Das heißt, man sieht das halt nicht direkt. Was ist das? Magischer Schaden? Nee, Verteidigung. Hat das... Das, was wir aktuell anhaben, hat halt 0 Verteidigung. Das macht natürlich Sinn. Das macht ja richtig Sinn, ey. Komm rein hier auf mir. Oh, guck mal, wie schnell wir schon Peng Peng machen. Das ist ja nice. Übrigens, wenn ihr gedrückt haltet, könnt ihr nicht mehr moven, die Maus, ne? Ah, und hier haben wir unseren Ranger killed. Nice. Ab jetzt dafür. Gucken wir mal eben hier. 1 Gold. Können natürlich auch gleich mal zum Schmied gehen und schauen, ob der irgendwas Schönes für uns hat. Oh, das ist nice. Das müssen wir killen, weil da kommt extra Loot. Das ist wieder Goblin bei Diablo. Ganz wichtig. Der wird einfach von hinten penetriert. Das ist doch Mensch. Herzlich willkommen bei... Egal. So, eine göttliche Münze gefunden. Heißt in dem Fall, das ist diese kleine gelbe, rote, blaue Währung. So, Farm ist nicht so mein Ding, wie ihr merkt. Das ist die Währung hier. Und damit könnt ihr Sachen rerollen. Was ganz nice ist, ehrlich gesagt. Oh, Double Kill. Nice. So, ich würde hier gerne noch einen Dungeon machen. Ich schaue mal eben, wo ist denn einer? Da hinten wäre einer, aber ich glaube, da bin ich noch zu schwach für die Wälder. Da würde ich so ab Level 8 bis 9 eher hin. Oder wollen wir es wagen? Ey, ach komm, lass es mal. Ach nee, da unten ist ein Dungeon. Komm, dann nehmen wir das erst. So, 21 Fleisch, ey. Wir sind hier richtig... Wir haben richtig die Fleischpeitsche am Laufen. Was nice ist. So. Ich glaube übrigens, es gibt keine Upgrades der Skills, ne? Das heißt, wenn ihr den einmal habt, dann gibt es ja nicht irgendwie 2. Level, 3. Level, dass wir irgendwie den 2., 3., 4. Pfeil verschießen, sondern immer nur... Es bleibt bei dieser einen Stufe, soweit ich gesehen habe. Ne? Wunderbar. Dreierkette. So, 5er-Kette. Oh, da ist wieder ein goldener. Ah, wir müssen mal einen aktiven Skill haben, dass wir halt ein bisschen Damage ballern, ne? Der fehlt uns jetzt aktuell noch. Wir sind halt auf Auto-Mode. Okay, das war ja jetzt nicht so schlau von dir, Fuchsi. Aber gut. Das sieht doch schon ganz nice aus, finde ich. Mal nice. Nice! So, bevor wir hier reingehen, gehen wir einmal zurück zur Stadt. Den Teleport-Prozess finde ich noch ein bisschen ekelhaft. Man muss P gedrückt halten. P für Port. Verporten. So, dann gehen wir mal einmal zum Schmied. Verscheuern erst den ganzen Bums, den wir nicht brauchen. Ritterschwert brauchen wir nicht. Zweihandwaffe brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Stiefel braucht man nicht. Oh, guck mal, Kopfpanzer. Verteidigung 4. Das nehmen wir natürlich mit. Aber sehr gerne, mein Freund. So, Kette. Magischer Schaden brauchen wir nicht. Haben wir irgendwo einen Bogen? Können wir uns auch rauszoomen, sehe ich gerade. Crit-Schlag ist hier aber drauf. Kein Bogen, wenn ich richtig sehe, ne? Komm, dann gönnen wir uns einfach mal die Kette. Aber vielleicht haben wir noch was in der Truhe. Wir gehen mal gucken. So, Schild, Brustpanzer. Ne, hier ist aber auch kein... Warte mal, hier haben wir noch einen Umhang. Verteidigung, magischer Schaden. Ja, ist ein bisschen besser, aber würde ich jetzt ehrlich gesagt skippen. Lederstiefel, Verteidigung 2,7. Crit ist hier drauf. Nehmen wir natürlich mit. So, Hütchen, Schild.
Ja, okay, das bringt uns gar nichts. Dann gehen wir nochmal eben hier hin. Wir haben 9 Blümchen. Dann gehen wir da mal hin, holen uns ein paar Tränke, vorsichtshalber. Und dann geht's auch schon weiter, meine Hübschen. Ab ins Dungeon. Auf geht's. So. Ist eigentlich ganz simpel hier, muss ich sagen. Also das ist jetzt hier keine besonders tolle, hochwertige Angelegenheit. Ihr lauft durch, habt hier und da ein paar Schalter, die ihr betätigen müsst, damit ihr quasi, hier seht ihr einen. So, dann geht irgendwo eine Tür auf, die müsst ihr finden. Also eigentlich lauft ihr hier nur durch. Manchmal ist es ein bisschen tricky, weil ihr einfach nicht wisst, okay, es gibt hier keine Map. Das heißt, du siehst teilweise nicht, okay, wo war ich schon, wo nicht. Und dann ist das halt ein bisschen langwierig, weil du manche Dungeons halt irgendwie 5-mal abläufst, weil du irgendwo einen Eingang übersehen hast. Guck mal, wir killen die halt einfach so random hier. Das ist schon sehr cool. Oh, Level up. Wir gucken mal. Erhöht Bewegung, Angriffsschaden. Wir gehen auf Angriffsschaden. So, Adlerauge. Dann werden alle deine physischen Angriffe zu kritischen Treffern. Das ist ein Skill, denke ich mal, ja. Passiv Scharfschütze. Mehr Schaden, wenn du einen Bogen trägst. Ja, komm, dann nehmen wir passiv. Wir hauen uns jetzt hier passiv richtig einen rein. Ja, wir sind hier richtig passiv am Start. Wir sind passiv aktiv, weißt du? Oder wie ich immer ganz gern bin, passiv aggressiv. So, guck mal jetzt. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja! Lass mich doch hier raus! No! Alter, das tat weh. So. Gold nehmen wir mal mit. Weil eigentlich kann man das auch liegen lassen. Also das ist, ja, gerade hier so 1, 2 Gold, das ist halt echt Peng. Das meiste Gold machst du halt wirklich mit dem Verkauf von Rüstung und sowas, von Equipment. Lohnt sich erst später, das ganze Gold aufzusammeln, wenn die Gegner anfangen, so 5, 6 Gold zu droppen. Ihr habt gesehen, ich bin über diese Planke am Boden gelaufen. Das gibt Damage. Sollte man eigentlich vermeiden, aber wir sind Big Babbo hier. Wir brauchen das nicht. Oh, der Gratis-Fall ist echt nice, muss ich sagen. Der gefällt mir doch schon sehr gut. Okay, das gab extra EP. 126. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier. Oh, da war ein Kopfschutz. Okay, das ist unserer, aber besser, unser legendärer. Wir dürfen halt nicht sterben, ne? Was als, Bogenschütze immer ein bisschen schwieriger ist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey, geil. Geil. Haben wir noch irgendwelche vergessen hier? So, und jetzt sind wir gleich wieder am Start hier, oder was, ne? Ach nee, guck mal, hier ist noch ein Hebel. Aber den hatten wir schon. Okay, hier waren wir schon. Das ist das, was ich meine. Du läufst ja teilweise echt irgendwie gefühlt ewig hin und her. Und kommst dann, ja, gefühlt halt nicht voran, ne? Wobei, ich glaube, hier mussten wir weiter. Ja. Ist aber eher selten der Fall. Ne? Ist eher selten. So, hier geht's jetzt nicht weiter. Der Sound ist mir ein bisschen laut. Ich mache den mal ein bisschen leiser. Okay, das funktioniert noch nicht so. Ach, man klickt das so einfach. Okay. Machen wir beide mal auf 40. Und 60. So, ich hoffe, dass das ein bisschen angenehmer ist. Hat irgendwie gar nichts geändert, aber ist okay. War vorher wahrscheinlich auch auf 40, oder? So, wie kommen wir jetzt dahin, Leute? Wie kommen wir dahin? Nee. Ach, hier, guck mal. Hast du halt nicht gesehen, ne? Diese kleine Scheißwand. Verdammte Hacke. Verdammte Hacke. Und jetzt kommen hier so ein paar Gegner. Da kann man einfach hier schön mal da draufhalten. So, jetzt ihn noch hier. Perfekt. Ganze Loot mitnehmen. Wir leveln erst. Angriffsgeschwindigkeit, natürlich. Natürlich! Eine kleine Mal wäre was? Eine kleine Mal was? Eine kleine Mal wäre wirklich nicht schlecht. Alter, das klingt ein bisschen pädophil, Junge. Just my 2 cents. Morgens erhalten Sie 10% mehr Erfahrung. Werde Veganer.
Komm, wir nehmen EP-Buff mit. Dass die da oben drauf spawnen, ne? Macht ja gar keinen Sinn. Ach, unser Inventar ist voll. Ja. Packen wir das mal raus. So. Irgendwas gefunden, was wir gebrauchen können. Ich schau mal. Oh, das ist nice. Das nehmen wir mit. Ja, der ist ein bisschen schlechter als das, was wir tragen. Stiefel. Bonusangriff 3. Geschwindigkeit. Verlieren aber 3% Crit. Und lassen wir mal. Der Rest ist halt Peng, ne? So, jetzt könnten wir einmal eben zur Stadt zurück, verscheuern den Rest. Dass wir unseren Geldbeutel ja ein bisschen füllen, ne? Was ganz wichtig ist, mein Hübschen. So. Irgendwo ein Bogen hier. 15 DPS. Yes, nehmen wir, kaufen wir. Ist gekauft. 90 Gold, ey, da fackel ich doch nicht lang. Den packen wir aber in die Truhe. So, jetzt haben wir nochmal ein Kettchen. Geschwindigkeit 3. Ja, verlieren wir aber Crit. Was halt nicht so sexy ist. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, die sind gut, ey. Die sind gut. Die nehmen wir mit. So. Dann packen wir das hier einfach mal ins Trüchen. So. Jetzt rufe ich meinen Zahnarzt an. Was ist denn jetzt los? Ihr habt meine E-Mail. Schreibt mir eine E-Mail, verdammt. So, ja. Das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Wollt wahrscheinlich einfach mit mir quatschen. Guckt bestimmt gerade zu. Liebe Grüße. Ach guck mal, der hat automatisch geschossen. Cool, jetzt sind wir empty. Das heißt, wir gehen einmal zurück. Gucken, liegt mein Zeug noch da? Es liegt noch da. Wunderbar. Was hatte der denn? 12 DPS, okay. So, und damit könnten wir jetzt quasi auch schon in die nächste Ebene gehen, weil das ist natürlich schon sehr nice. Oh, du bist aber Big Bada Boom. Plattenpanzer. Wir haben 10 von 9 auf dem Samstag. Warum ruft mich da mein Zahnarzt an? Das sind wieder Fragen über Fragen, ne? Fragen über Fragen. Das Thema hatten wir ja letztens. Ich krieg bei mir irgendwie die alten Amalgamfüllungen raus. Ich habe halt in den Backenzähnen 3 alte, schöne ostdeutsche Amalgamfüllungen. Die müssen jetzt raus. Da kommen Teilkronen drauf. Und 7.000 Euro. Was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Zum Glück habe ich eine Zahnzusatzversicherung. Weil, Alter, sonst hätte ich gesagt, ist mir egal, der bleibt, bis ich sterbe. Alter, die sterben mit mir, die Amalgamfüllung. Aber die habe ich halt schon 25 Jahre oder 27 Jahre. Also, seit ich Kind bin, seit ich klein bin. Also, klein bin ich immer noch, ne? Aber körperlich minimal ausgeprägt. So. Schön formuliert, oder? So, hier müssen wir aufpassen. Kleiner Hint, hier gibt es so Dornbüsche. Wenn er durchläuft, bekommt ihr halt richtig fett Damage. Wollen wir da direkt ins nächste Dungeon gehen? Das noch mitnehmen? Ja, ne? So, wir haben auch gleich wieder Level Up. Alter, wer schreit denn hier? Was ist denn mit euch? Ich will das nicht. Ich kann das nicht. 105 EP Bonus. Nice. Oh, hier ist Rambazamba. Hier ist Rambazamba. Hier ist Rambazamba, Alter. Guckt dir das an. Wir haben immer noch keinen aktiven Skill, ey. Das ist echt... Ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, wie viele Skills es hier gibt in der Zahl. In der Summe. Weißt du? Oh, hier sind viele Gegner, ey. What the fuck? Gibt uns natürlich schon mal einen schönen Push fürs nächste Level ab, ne? So. Mach mal auf. G für gönnen. Angriffsgeschwindigkeit, natürlich. Innere Blutung, Meteor, Wurfstein. Du wirfst einen Stein und verursachst Schaden in Höhe deines Levels. Level 7, Alter. Ja, hier, guck mal. Zusätzliche Verteidigung, das ist das, was ich vorhin sagte. Was ganz nice ist. Für jedes Stück Fleisch maximal 10, ne? Haben wir irgendwo die Möglichkeit, unsere Stats hier? 29 Verteidigung haben wir jetzt aktuell.
Wir müssen aber 2 Steaks essen. Okay, ist gecapped auf 10. Das heißt, bringt uns jetzt... Oder bringt uns keinen Nachteil, wenn wir jetzt hier unser Fleisch fressen. Es ist vollkommen okay. Hoppa! Ist mir egal, ich gehe jetzt rüber. Wie viel? 347 Leben. Ihr fangt übrigens irgendwie mit 80 oder 90 an, ne? Also, man holt sich hier schon echt hoch. Man levelt, man lebt sich hoch quasi. Komm, hier sind noch ganz viele. Die droppen gut hier, ey, muss man echt sagen. Die droppen sehr gut. Moin, Stefan! Alte Maschine. Oh, Magierrobe. So, wir ziehen hier mal durch. Irgendwas Tolles gefunden? Feuerspeer, Alter. Klingt natürlich auch sexy, ne? Das klingt natürlich auch sexy. So, ist hier unten irgendwas? Nee, ne? Nö. Dann kommen wir hier weiter. Oh mein Gott, wo kommt ihr denn her? Kannst du bitte schießen? So. Fireblade! Und da kommen die nächsten. Wir müssen uns mal ein bisschen healen. So, gucke mal. Einfach alles. Alles. Oh, eine Rolle der Wiederbelebung. Nice. Sehr schön. Wir dürfen einmal for free sterben. Hier ist ja noch einer. So. Nicht mit mir. Machen wir auf. Nice. Und Inventar ist voll. Irgendwas Tolles? Ritterschild, aber gut, wir brauchen kein Schild. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Ist das eine... Ach, warte mal. Nehmen wir, warte mal. Was bringt die 15? 55. Dann schmeißen wir die hier einmal raus. Jetzt haben wir das aus... Das macht keinen Sinn, was ich da getan habe. So. So, raus, fallen lassen. SRG, rechte Maustaste. So. Jetzt habe ich nicht geguckt, was hätte denn der Bogen gebracht? Aber das ist natürlich nice. So. Gut, komm. Dann einmal schlafen. Magie, Bewegung, kritischen Schaden. So. Erhöht den Angriffsschaden um 50%, verringert jedoch die Abklingzeit aller Zauber. Was aber gut ist, ey. Weil, Alter, wir haben keine Zauber. Komm, wir nehmen Barbar. Barbar! Die Barbar. Die Barbara-Barbaren. Oh nein, da war... Fucking, hier, Ranken, Dornbusch, Mann. Oh, was willst du denn jetzt? Oh, guck mal, was wir raushauen, ey. Wir sind richtig badabum. Komm, wir gehen einmal zurück zur Stadt. Wir müssen mal eben den ganzen Bums leer machen. Unser Inventar leeren hier, verdammte Axt. Ho. Komm, wir hauen mal alles raus. Was kostet die Welt? Haben wir einen anderen Bogen hier, den wir nutzen können? Nein, haben wir nicht. Aber hier einen neuen Ring, der uns nichts bringt. Cool. Ja. Kettchen? Auch nicht. Okay, dann. Ja, guck mal, ey, Schmied, du bist wieder ohne Flachs, ne? Ohne Flachs, was soll das denn? So, haben wir noch einen Trank. Gehen wir einmal zurück. Dann klatschen wir hier weiter. Jo, kreh ruhig mal eine Runde. So, 444 EP. So, hier wieder ein Lebensstein. 10 Leben für alle Charaktere. Das ist echt nice. So. Ja, und das ist das Spiel. That's it. Ne? Also eigentlich ganz nice. Ist jetzt natürlich nichts mit einer Meta oder wo du jetzt 100 Stunden reinsteckst. Aber so für zwischendurch, auf dem Steam Deck auch, ist das echt super angenehm. Er kam einfach von oben, okay, super. Ist das super angenehm und lässt sich halt echt mal eben so zwischendurch zocken, weißt du? Wenn du eine halbe Stunde Zeit hast irgendwie und sagst, okay, jetzt mal eine Runde zocken, weiß nicht, was du spielen willst, hau da rein, macht Spaß. Looten, leveln, jede Runde irgendwie neu. Ne? Wobei es hier schon wehtut, wenn man so einen Char irgendwie 3-4 Stunden gespielt hat und der dann einfach krepiert, muss ich dazu sagen. Ne? Also das ist dann nicht so toll. Aber gehört zum Spiel dazu, zum Spielkonzept. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, 3,99 findet ihr in der Beschreibung den Link. Und ja, ich bin gespannt. Also hier wird es echt viel Updates geben.
Weil der Entwickler halt echt ein fleißiges Kerlchen ist, muss man dazu sagen. So, guck mal, ich kann auch nicht aufhören zu spielen. Ne? Ich wollte eigentlich die Aufnahme jetzt beenden. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Es ist wie ein Zwang. Ich muss weitermachen. Ich kann nicht anders. Bis dahin. War schön mit euch. Ciao.